Der gesamte Planet ist in Netze von Geheimgesellschaften gehüllt. Verschiedene Geheimgesellschaften sind Formen des Gruppendenkens, die sich der Geheimhaltung bedienen, um ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu verbergen. Sie sind oft Tausende von Jahren alt und eng mit vielen der wichtigsten Religionen und ältesten Gesellschaften der Welt verbunden. Der renommierte Forscher Benjamin Fulford sagte: Ich lernte sie kennen, als ich als Journalist Chef des Pazifikbüros von Forbes eine Gruppe aufdeckte, die systematisch japanische Politiker und Industrielle ermordete. Die Spur führte zu David Rockefeller Senior und Mitgliedern der Rothschild-Familie. Indem ich diese Leute entlarvte, öffnete ich die Büchse der Pandora. Die erste geheime Gruppe, die mit mir Kontakt aufnahm, wurde von Rockefellers Bagman Henry Kissinger geschickt. Der Abgesandte sagte, er vertrete die Weisen von Zion und dass sie, um die Umwelt zu retten, 90% der Weltbevölkerung töten und verhungern lassen müssten. Seine Gruppe bot mir großen Reichtum an, wenn ich ihren völkermörderischen Plänen zustimmte. Sie sagten mir auch, dass ich getötet werden würde, wenn ich sie weiterhin entlarven würde. Heute nenne ich diese Gruppe die Khazarische Mafia. Sie umfasst die Rothschild- und Rockefeller-Familien sowie verschiedene europäische Königshäuser. Die Familie wird oft als die Rothschilds bezeichnet. Diese Gruppe ist das europäische Königshaus und umfasst die Familie Saxe-Gotha, die Rothschilds, die Habsburger und andere europäische Königshäuser der gemäßigten Fraktionen. Sie steht hinter der sogenannten globalen Erwärmungskampagne. Königin Elisabeth II. War die Anführerin dieser Gruppe, der Freimaurerloge P2. Ihr ranghöchstes Mitglied, das ich getroffen habe, war Vincenzo Massara, ein Chevalier des Deutschen Ordens. Diese Gruppe verehrt die schwarze Sonne und behauptet, hinter dem Kommunismus und anderen großen politischen Bewegungen zu stehen, die Drachenfamilie. Diese Gruppe behauptet, aus verschiedenen asiatischen Königshäusern zu bestehen. Die Gruppe behauptet, Außerirdische zu haben, die Red Blues. Sie behaupten, um 400 vor Christus entstanden zu sein, über 6 Millionen Mitglieder zu haben und dass die Gesellschaft nur zum Wohle aller und nicht zur persönlichen Bereicherung genutzt werden sollte. Zu ihren Regeln gehört es, den Schwachen zu helfen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und seinen Kameraden zu helfen. Ich beschloss, mich ihnen anzuschließen, und erkannte schnell, dass diese Leute die Welt retten könnten, indem sie dem Auge an der Spitze der Pyramide auf der 1-Dollar-Note einen direkten Schlag versetzen. Ich übergab ihnen eine Liste mit 10.000 Personen, die mit den Illuminaten in Verbindung stehen. Diese Gruppe war in der Lage, den für 2012 geplanten Völkermord erfolgreich zu verhindern, der militärisch-industrielle Komplex der USA. Ihr Vertreter versorgte mich mit vielen esoterischen Informationen und Beweisen, dass dieser Planet einst fast zerstört wurde. Diese Gruppe stimmte mit dem Ziel der Roten und Blauen überein, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, da ein solcher Krieg die nördliche Hemisphäre des Planeten für die Menschen unbewohnbar machen würde, gnostische Illuminaten. Ihr Vertreter Alexander Romanow erklärte, dass diese Gruppe hinter den russischen, französischen und amerikanischen Revolutionen steckte. Als dieser Kampf begann, gab es buchstäblich nur einen einzigen Satz über die Rothschilds im gesamten Internet. Der Begriff Khazarian Mafia, Kilometer, existierte noch nicht. Jetzt ist die Existenz einer geheimen Elite, die das Finanzsystem kontrolliert, allgemein bekannt geworden. Die Kilometer brauchte die Geheimhaltung, um an der Macht zu bleiben, und sie hat sie völlig verloren. Ihre massive Kampagne zur Bekämpfung des Krieges im Jahr 2020 hat ihr Ziel, den Großteil der Weltbevölkerung zu töten, nicht erreicht. Jetzt, da sie entlarvt sind, können sie uns nicht mehr manipulieren. Deshalb werden wir weiterhin die Wahrheit sagen, bis wir wirklich frei sind, so Fulford, der noch einige andere Gruppen aufzählt, aber auch diese Liste ist nicht vollständig. Der gesamte Planet ist in Netzwerke von Geheimgesellschaften gehüllt, und es gibt auch positive unter ihnen. So nehmen die Familien der weißen Aristokratie, die positiven Templer und andere immer noch heimlich Einfluss auf die Situation auf dem Planeten, so gut sie können.
Pläne für die Schaffung von 15-Minuten-Städten werden an verschiedenen Orten auf dem Planeten wie aufs Stichwort angekündigt. In Fort Myers, Canterbury, Barcelona, Bogotá, Melbourne, Paris, Portland, Seoul und anderen Städten werden bereits 15-Minuten-Städte-Projekte diskutiert oder sogar gestartet. Überall werden unterschiedliche Termine genannt, aber spätestens 2050 werden den Plänen zufolge mehr als 2/3 der Weltbevölkerung in sorgfältig geschützten städtischen Zentren wie in engen Käfigen leben müssen. In Moskau wurde ein Plan angekündigt, innerhalb von 15 Jahren eine 15-Minuten-Stadt namens ZIL Süd zu bauen, die mehr als 100 Hektar an Gewerbe- und Wohngebieten, öffentlichen Plätzen, Parks und Landschaften umfassen wird. Ihre Erbauer gehen davon aus, dass sie autofrei sein wird. Ein ähnliches 10-Minuten-Stadt-Projekt namens Projekt H1 wurde in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul angekündigt. Die Idee ist, dass die Menschen Zugang zu den meisten Dienstleistungen in der Nähe ihres Zuhauses haben, ohne dass sie dafür ein Fahrzeug benötigen. Aber in Wirklichkeit geht es natürlich um die staatliche Kontrolle über alles, was die Menschen tun. Und im Gegensatz zu den frühen sowjetischen Kommunehäusern beinhalten die neuen 15-Minuten-Städte-Projekte nicht nur eine totale Videoüberwachung, sondern auch keine Möglichkeit, den Wohnort frei zu verlassen. Vorgesehen ist die totale Kontrolle aller Bewegungen über Smartphone-Tracking mit QR-Pässen. Technologien, die solche Beschränkungen gewährleisten, werden bereits in Kanada, China und Australien erprobt, wo man beispielsweise sein Gesicht scannen muss, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen und eine Erlaubnis zum Betreten oder Verlassen erhält. Und um die Stadt zu verlassen, ist eine einmalige Sondergenehmigung erforderlich. So werden die Menschen im Namen der Rettung des Planeten vor der vorgetäuschten globalen Erwärmung und der Bequemlichkeit in einem 15-Minuten-Radius eingeengt. Der deutsche Politiker Thomas Ehrhorn sagte sehr treffend, dies ist ein Versuch, uns eine neue Weltordnung aufzuzwingen, in der das private Auto nach Möglichkeit ganz abgeschafft werden soll. Du wirst nichts haben und du wirst glücklich sein, erinnerte er an den berühmten Slogan. Während der Fälschung, nach der Angstkampagne, wurden die Menschen gezwungen, nur noch in die nächstgelegenen Geschäfte zu gehen. Aber sie haben es nicht geschafft, dieses Regime über viele Jahre durchzusetzen, wie sie es ursprünglich wollten. Jetzt werden sie versuchen, die Menschen mit dem Versprechen der Bequemlichkeit und der Tatsache zu kaufen, dass dann angeblich die Sonne niemanden mehr braten und die Ozeane nicht mehr kochen werden. Corey Goode, ein Insider der positiven Allianz geheimer Raumfahrtprogramme, behauptet, dass das Programm, das vorläufig Globale Galaktische Liga der Nationen genannt wurde und von allen entwickelten Ländern der Erde ins Leben gerufen wurde und in den 80- bis 90er Jahren eine große internationale Raumfahrtinfrastruktur schuf, in unabhängige Zivilisationen, separate Kolonien, zerbrach. Und einige von ihnen begannen, sich der für die Menschheit negativen Gruppe Orion zu widersetzen. Diese unabhängigen Kolonien begannen, sich mit der Allianz der geheimen Weltraumprogramme zusammenzuschließen, die sich aus Überläufern zusammensetzt und sich ebenfalls gegen die Kabal stellt. Einige haben sich mit der Widerstandsbewegung, mit der Galaktischen Konföderation und mit Untergrundgruppen zusammengeschlossen. Alles in allem verlangt diese Geschichte in der Tat nach Aufmerksamkeit. Wir sind uns bewusst, dass vieles davon für den ungeschulten Leser wie Science Fiction klingt, aber wir haben unabhängige Bestätigungen für diese Dinge. Schließlich sollten auch Skeptiker erkennen, dass man nicht einfach etwas aus dem Nichts erfinden kann. Selbst die begabtesten Science-Fiction-Autoren und Drehbuchautoren haben sich etwas ausgedacht, etwas Reales, das ihnen über verschiedene Kanäle zugetragen wurde, und haben es unter nur ein wenig ausgearbeitet und verschönert, um ihre Handlung zu entwickeln. Hier sehen Sie eine vollwertige Erzählung mit vielen Details und Einzelheiten über etwas, von dem niemand etwas wusste. Und wenn die Geschichtenerzähler so superbegabte Schriftsteller und Fiktionalisten wären, sie würden das nicht umsonst machen, und sie hätten eine Menge Geld mit dem Schreiben von Büchern und Drehbüchern verdient, die das gleiche Hollywood gerne verfilmen würde.
Aber sie erzählen einfach jedem, was ihnen begegnet ist, und so werden sie ständig gekontert. Eine von Corey Hoods neuesten Geschichten über die Global Galactic League of Nations ist ziemlich groß. Hier ist der Anfang. Die Globale Galaktische Liga der Nationen, GGLN, ist ein sehr großes Programm, das aus Teilnehmern der meisten Nationen der Welt besteht. Nach den Apollo-Missionen zum Mond beauftragte die US-Regierung eine Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern, sich an alle Nationen zu wenden und ihnen die geologischen Beweise vom Mond zu zeigen, dass es ein zyklisches Sonnenereignis gab, das unsere Zivilisation zerstören würde. Sie erklärten diesen Nationen, dass das nächste Sonnenereignis überfällig sei und dass, wenn es an diesem Tag eintrete, die menschliche Rasse aussterben könnte. Dann schlugen sie eine Lösung vor. Sie nannten diesen Plan das Artenerhaltungsprogramm und forderten jede Nation auf, 1% ihres Bruttoinlandsprodukts in eine globale galaktische Liga von Nationen einzubringen, die in anderen Sternensystemen Kolonien gründen würden, um die Erhaltung der Menschheit zu gewährleisten. González und ich wurden Raymond, Direktor für wissenschaftliche und technologische Entwicklung, und Anna, Direktorin für koloniale Sicherheit, vorgestellt, die in der globalen Galaktischen Liga der Nationen in einem der entlegensten Kolonieaußenposten am Rande unserer Galaxie arbeiteten. Beide GGLN-Vertreter waren kaukasisch, Ende 50 oder 60 und trugen dunkelblaue Overalls, von denen alle militärischen Abzeichen entfernt worden waren. Anja beschrieb dann kurz die Geschichte der GGLN und die Entbehrungen, die die Mitglieder durchgemacht hatten, als sie im Rahmen des Artenerhaltungsprogramms in verschiedene Sternensysteme geschickt wurden, um Kolonien zu gründen. Sie wurden auf unterentwickelte Planeten geschickt, um mit dem Aufbau unserer Städte und Infrastrukturen zu beginnen, die ziemlich genau dem entsprachen, was wir auf der Erde sehen. Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen die Städte und die Bevölkerung stetig an und waren Nachbildungen der Städte, die man auf der Erde finden würde. In einem unserer Videos war die Rede davon, dass sich das Sonnensystem seit einiger Zeit aufgrund der allmählichen Veränderung der Struktur des Quantenvakuums und des Zustroms neuer Energien, die die Evolution der Planeten und aller anderen Wesen ermöglichen, verändert. Der letzte Bericht der Widerstandsbewegung besagt, dass die Aktivität der galaktischen Zentralsonne zunimmt und immer mehr leuchtendes superfluides Plasma reines Licht in unser Sonnensystem bringt. Und wenn die Präsenz von leuchtendem superfluiden Plasma in unserem Sonnensystem stark genug wird, wird die Galaktische Konföderation mit dem Bau von 2 getarnten Dysonsphären mit Mutterschiffen der Galaktischen Konföderation in einer ikosaedrischen Formation beginnen. Die erste Dysonsphäre wird um die Sonne und die zweite um die Erde gebaut. Sie werden einen Durchmesser von etwa 15 bis 20 Millionen Meilen haben und in Zukunft den Energiefluss der galaktischen Superwelle und des Flash-Events regulieren, um einen zweistufigen Phasentransfer der eintreffenden kosmischen Energien auf die Oberflächenbevölkerung des Planeten zu gewährleisten. Das ehemalige TCP-Mitglied Corey Goode berichtete, dass die US-Regierung nach den Apollo-Missionen zum Mond eine Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern beauftragte, sich an alle Nationen zu wenden und ihnen geologische Beweise vom Mond zu zeigen, dass es ein zyklisches Sonnenereignis gab, das unsere Zivilisation zerstören würde. Sie erklärten diesen Nationen, dass das nächste Sonnenereignis überfällig sei und dass es zum Aussterben der menschlichen Rasse führen könnte, wenn es eintritt. Zu diesem Zweck wurde eine geheime Struktur, Liga der Nationen, geschaffen, die alle entwickelten Nationen zusammenbrachte, um nach anderen Planeten im Weltraum für die Umsiedlung von Menschen zu suchen. Und es gelang ihnen, viele Planeten zu finden und dort viele Außenposten und Städte zu errichten. Wir wissen, dass die geheimen Raumfahrtprogramme und die geheime Regierung der Erde sich weigerten, mit der Galaktischen Konföderation der Lichtkräfte Kontakt aufzunehmen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Daher wussten sie nicht, wie die Superwelle ablaufen würde, dass keine Auslöschung drohte, und was die Galaktische Konföderation dagegen unternehmen würde. Es gibt also wirklich keinen Grund zur Panik, sondern nur den positiven Wandel, den die Menschheit durchmachen muss. Es ist sehr gut, dass in letzter Zeit mehr und mehr auf die Gefahren der Einführung künstlicher Intelligenz in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hingewiesen wird.
Corey Goode warnte, wenn sich die Bevölkerung erst einmal mit Naniten und Chips ausgestattet hat, ist die Zivilisation verloren. KI wird in der Lage sein, Gedanken zu lesen und das Verhalten und die Realität aller Menschen zu kontrollieren, und jetzt sagen sogar konventionelle, offizielle Quellen ganz offen, die Zukunft der versklavten Menschheit liegt in der künstlichen Intelligenz und den Maschinen. So prognostizierte Wladislaw Surko, ehemaliger Assistent des russischen Präsidenten und stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung für Innenpolitik, in der Tat der Autor und Schöpfer der aktuellen politischen Struktur des Landes, dass die derzeitigen Bedingungen der Digitalisierung und Robotisierung des politischen Systems unweigerlich zur Entstehung einer Hightech-Staatsform führen werden, einer Demokratie ohne Menschen. Er führte weiter aus, in Zukunft wird der menschliche Faktor immer weniger wichtig sein, seine Rolle im politischen Prozess könnte stark reduziert oder ganz abgeschafft werden. Anführer und Menschenmengen werden allmählich die historische Bühne verlassen. Maschinen werden die Bühne erobern. Die menschenlose Demokratie wird die höchste und letzte Form. Staatlichkeit an der Schwelle zum Maschinenzeitalter sein. Die Hierarchie der Maschinen und Algorithmen wird Ziele verfolgen, die jenseits des Verständnisses der Menschen liegen, die ihr dienen. Er verwies auf das Konzept des kanadischen Philosophen Marshall McLuhan, der Maschinen als eine Art Verlängerung des Menschen und eine Erweiterung seines Körpers und seiner Organe ansah, sowie auf die gegenteilige Idee, dass die Maschine eine Generation des Menschen ist, die sich von ihm zu trennen versucht. Die Zukunftsstrategen der Sberbank prognostizieren, in naher Zukunft wird es populär werden, Fitness-Tracker, Nachtsichtgeräte, Navigationsgeräte und andere Geräte zu implantieren, die nicht notwendig sind, aber die Lebensqualität verbessern. Die Menschen sollten darüber nachdenken, ob sie bereit sind, ihre Freiheit gegen Bequemlichkeit einzutauschen. Zum Beispiel, im Austausch für Bequemlichkeit, haben die Menschen durch das ständige Tragen und Benutzen von Smartphones bereits freiwillig alle Informationen über sich selbst an die Konzerne, Kabal, weitergegeben, ihre Gesundheit und Finanzen, ihre Gewohnheiten, ihre Einstellungen und so weiter und so fort. Sie wissen alles über dich, du weißt nichts über sie. Wer die Informationen hat, hat die Welt. Sind Sie bereit, Ihre Smartphone-Nutzung deutlich einzuschränken und es nur noch mitzunehmen, wenn es unbedingt notwendig ist? Ist es das so wert, dass Sie Ihre Wahl den ersten Zeilen einer Suchmaschine und dem Computer anvertrauen, der die Ergebnisse Ihrer Wahl bestimmt? Müssen Sie alle Ihre Aufgaben in den Google-Kalender eintragen und alle Ihre Stories auf Instagram? Brauchen Sie praktische Apps, die alle Ihre Informationen verfolgen und weitergeben? Und Geräte wie intelligente Gegensprechanlagen und Lautsprecher? Müssen Sie Ihr gesamtes Bargeld in elektronisches Geld umtauschen und in Banken aufbewahren und die meisten Einkäufe mit einer Karte bezahlen? Oder ist es auch möglich, dies auf Fälle von äußerster Notwendigkeit und großen Einsparungen zu beschränken?